Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account. Wir sind hier schon mittendrin und zwar in einer wundervollen Schlacht. Ich hier mit Smokey, mit Hornet und natürlich der männlichsten Farbe ever, Sakura. Gucken wir mal, was wir damit so hinbekommen oder auch nicht. Ich habe immer mal wieder jetzt die Frage bekommen bezüglich Tanky Classic. Wann ist das denn mal für alle verfügbar? Wann dürfen das mal auch die spielen, die sich nicht den Early Access geholt haben? Ja, das kann halt noch ein bisschen dauern. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Guckt euch dafür einfach immer mal wieder die Roadmap an. Die wurde ja auch kürzlich überarbeitet, beziehungsweise ein bisschen ausführlicher gestaltet. Und da könnt ihr sehen, der globale Release, der ist nun mal halt ganz am Ende. Und ihr könnt sehen, da sind noch so viele Punkte, die vorher abgearbeitet werden müssen. Also, das wird sich noch hinziehen. Tja, ist halt so. Aber was soll man machen? Ich weiß, es gibt Leute, die erhoffen sich, dass man so ein konkretes Datum nimmt, wie, keine Ahnung, den 1. April oder so, aber ja, so ist es halt nun mal nicht. Also vielleicht ist es auch der 1. April, wer weiß. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist halt nicht möglich. Und daher immer mal wieder reingucken, was das angeht. Ja. Und irgendwann wird es dann hoffentlich der Fall sein, aber das wird halt eventuell noch ein bisschen dauern. Ja? Damit muss man halt leben. So, ich kann es nicht ändern. Aber gut, das jedenfalls mal dazu. Versuchen wir mal hier mit der Flagge irgendwie voranzukommen. Nein, wir kommen gar nicht voran. Ja, aber ansonsten auch so, was die Events angeht, die hier ja immer wieder reinkommen. Gerade gibt es ja so ein Team-Event, so Teamkontrakte. Und ja, ich dachte mir, oh, das sind ja coole Preise, kann man mal machen. Ja, dafür muss man natürlich aber auch aktiv spielen. So, jetzt ratet mal, was ich in den letzten Tagen nicht gemacht habe. Ganz genau, ich habe nicht aktiv gespielt. Das heißt also, für mich lohnt sich das halt schon mal deutlich weniger. Hätte ich auch sein lassen können, aber okay, gut. Man lernt aus seinen Fehlern, nicht wahr? Bei den nächsten Events, wo man so aktiv spielen muss, da bin ich dann vielleicht raus. Also außer es ist nur so ein bisschen, ne? Aber wenn es halt so Aufgaben sind wie, keine Ahnung, erobere so und so viele Flaggen oder was auch immer, weißt du, und du denkst dir so, boah, ich habe ja schon Probleme damit, überhaupt mal irgendwie an eine Flagge zu kommen. Da kann ich nicht an einem Tag ein paar Flaggen erobern oder was auch immer da so für Aufgaben sind, ne? Da bin ich das nächste Mal raus. Da bin ich das nächste Mal raus. Das tue ich mir nicht nochmal an. Die Rubine, die kann ich mir sparen. Ja, aber gut, was soll's. Das jedenfalls auch so einfach mal ganz kurz erwähnt. Und ansonsten, ja, ich würde einfach mal wieder über das reden, was mir gerade so im Kopf herumschwirrt. Wenn das für euch in Ordnung ist. Ansonsten könnt ihr natürlich auch abschalten. Ich hoffe nicht. Aber ihr könnt euch sehr frei fühlen, was das angeht. Schade. Haben wir leider nicht mehr bekommen. Und ich dachte mir, wir hatten ja schon so ein bisschen KI-generierte Inhalte, aber mehr so von Privatpersonen. Machen wir mal das Ganze ein bisschen anders. Es ist mir auch immer wieder jetzt untergekommen in den letzten Wochen KI-generierte Werbung. Damit meine ich jetzt aber nicht Werbung, die, sag ich mal, betrügerisch angelegt ist. Ja, irgendwie, wo dir halt dann schicke Sachen präsentiert werden und du denkst dir, oh, da kriege ich jetzt was Tolles. Ja, dabei ist es halt einfach nur KI-generierter Müll. Sowas meine ich nicht, sondern seriöse Werbung, ja, von richtigen Unternehmen, die dir tatsächlich auch richtige Produkte geben wollen. Uiuiuiuiui, oh. Lasst uns hier ganz kurz so rumfahren. Und eine Flagge sogar erobern. Mensch, so geht's natürlich auch. So geht es auch. Und an sich, ich sag mal so, wenn es halt wirklich aussieht wie Grütze, wie richtiger Müll, ja gut, okay, Alter, dann ist das, ja, dann tut's meinen Augen weh. Aber es gibt auch Sachen, die sind halt einfach gut gemacht. Ne? Man muss halt auch dazu sagen, dass ich nicht fahren kann. Man muss aber auch dazu sagen, irgendwo befindet sich das alles natürlich auch noch in den Kinderschuhen. Man probiert da ein bisschen was aus, guckt und so weiter und so fort. Ja, und dann wird es halt mit den nächsten Jahren besser. Gibt ja sogar auch mittlerweile KI-generierte Serien, könnte man sagen, oder halt kurze Folgen. Ne? Die sind teilweise sehr, sehr gut gemacht, wo du dir denkst, okay, cool. Ne? Wenn du halt genau hinguckst, ja, so, dann siehst du das natürlich. Aber ansonsten, jetzt erstmal so, rein optisch, sieht das schon echt nicht schlecht aus. Und ja, manchmal, ich weiß nicht, also
viele haben ganz, ganz schnell ein Urteil und sagen sich, naja, sowas kommt mir hier nicht ins Haus, ne? KI-generierter Müll hier. Nee, aber wenn ich das jetzt versuche, naja, objektiv betrachten ist halt schlecht oder kann man halt nicht so machen, ja, aber meine subjektive Meinung ist halt, wenn es halt gut gemacht ist, ja, dann störe ich mich daran auch nicht, weil, was soll's, man muss halt auch, solange es gut ist, ne, ist es gut, Punkt. Und man muss halt auch mal gucken, ja, wenn du jetzt zum Beispiel was produzieren möchtest, okay, du brauchst halt irgendjemanden, musst du halt dann anheuern, der, keine Ahnung, dann Casting macht oder so, ne, irgendwelche Personen sich dann da ans Set holt und so weiter und so fort. Da muss alles irgendwie stimmig sein, kostet ein bisschen Zeit, kostet auch ein bisschen Geld, ne? Und warum sollte man dann halt nicht auch da die Kosten drücken dürfen, was so Werbungen angeht, ne? Das Produzieren von Werbung oder auch von Serien. Ja, nicht jeder hat vielleicht ein riesen Budget, um super duper coole Serien zu machen, ja? Oder halt Mini-Clips, wie auch immer. Ne? Nicht jeder hat das Budget für sowas. So, warum nicht halt für einen Bruchteil der Kosten vielleicht dann einfach das Ganze sich halt generieren lassen? Oder darf das dann nur exklusiv sein für Leute, die halt ein dickes Portemonnaie haben? Oder halt für Studios, die halt ein volleres Portemonnaie haben, ne? Und halt Sachen ausprobieren können. So, alle Leute müssen halt bezahlt werden. Ne? Die Leute, die halt vor der Kamera stehen, die Leute, die hinter der Kamera stehen, die Leute, die das im Nachhinein bearbeiten. So, das alles kostet Geld, ne? Die Leute wollen bezahlt werden. So, aber was ist, wenn du halt nur, sag ich mal, ein Zehntel davon halt hast? Ja, was das kostet. Ja, dann darfst du das nicht machen. Also, ich finde halt so die Kommentare wie, ja, nee, das gehört verboten und so weiter und damit nimmt man halt Leuten die Arbeit weg, die halt ansonsten tatsächlich dann vor der Kamera wären, ja, beispielsweise halt als Schauspieler für irgendwas. Weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. Weil nur weil es halt eine KI-generierte Folge von irgendwas gibt, weil irgendjemand etwas umsetzen wollte, wobei er sich halt dachte, oh, das könnte ganz cool sein, ich probier's mal. Und der hat halt dafür kein Geld. Dann hat er halt auch niemanden, sage ich mal, der die Möglichkeit genommen, vor der Kamera groß rauszukommen oder so. Versteht ihr, was ich meine? Und also deswegen, also ich finde, manch einer sollte vielleicht mal so ein bisschen mehr darüber nachdenken, ja. Aber okay. Meine kleine persönliche und bescheidene Meinung, was das angeht. Und ich meine ganz ehrlich, ey, solange das gut aussieht, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und wie gesagt, also wenn's halt einfach für Leute, die halt ein bisschen was an Geld haben, ne, um halt beispielsweise sich die Cloud-Rechenleistung zu buchen, um halt sowas generieren zu können und so, ne? Wenn denen das Geld dafür reicht, ja, aber die halt nicht das Geld haben für ein ganzes Team, was sie brauchen, für irgendwelche Drehgenehmigungen und so weiter und so fort, ne? Da steckt ja viel mit drin. Vielleicht Kostüme oder so, die im Vorfeld erstmal entsprechend hergestellt werden müssen und so weiter. Also, weißt du kannst ja da so viele Punkte aufmachen, die halt erfüllt sein müssen und die halt auch alle Geld kosten. So, und wenn es halt dann nun mal günstiger ist, das Ganze einfach direkt am PC sich generieren zu lassen, ja, warum denn nicht? Ansonsten wäre es halt nicht produziert worden, weil halt einfach schlicht und ergreifend das Geld fehlt. Oh. Naja, gut. Jetzt kann man sagen, ja, aber wenn halt große Konzerne oder so, bla bla bla, ja, da kann man halt vielleicht sagen, okay, aber dann lass die doch ausprobieren. Irgendjemand muss ja diese Pioniersarbeit leisten, sage ich mal, um halt dann den Weg frei zu machen für die Jahre, die danach kommen und die Leute, die das halt umsetzen wollen. Oder kleinere Studios, weißt du? Gibt ja halt sicherlich auch genügend, wo halt nur 2, 3 Leute irgendwie drin sind, ja, die halt ihr Erspartes da zusammenkratzen für sowas, ne? Also kann man halt verschiedene Sachen da sich ausdenken, ja, wo halt sowas einfach nicht anders möglich ist. So. Aber gut, okay, was soll's. Ich wollte da einfach nur mal ganz kurz dazu etwas sagen. Was heißt ganz kurz? Wir sind bestimmt hier schon wieder ewig lange drin in dem Thema. Aber das einfach nur, ja, hier der Vollständigkeit halber einfach mal erwähnt.
Ja, wenn ihr dazu natürlich Gedanken habt, gerne, ne? Benutzt die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber, wenn ihr da was reinschreibt. Wie immer, das freut mich sehr, sehr, sehr. So. Also, ich weiß nicht. Ich finde das alles spannend, ja. Es gibt halt einfach Sachen, ne? Die gehen halt einfach dadurch viel einfacher. So. Und du bist halt, genauso wie, es gibt ja halt auch Online-Marktplätze, ja, wo du halt auch so dir irgendwelche Dienstleistungen halt einkaufen kannst. Sei es du brauchst ein Design oder was auch immer, ne? Jetzt kannst du sagen, ja, mach das doch vor Ort, ne? Mach das doch vor Ort. Guck doch mal, wer in deiner Umgebung das Ganze anbietet und gib dem dann halt das, was er verlangt. So, oder du guckst halt, ob es halt jemand aus einem anderen Land halt etwas günstiger macht. Wenn es halt einfach nicht in dein Budget passt, so, was sollst du machen? Sollst du sagen, ja gut, okay, ja, das kann ich mir hier nicht leisten, ja, der verlangt 5.000, der andere 500, gut, was soll ich machen, weißt du? Ich hoffe, ihr versteht den Punkt. So, und da halt zu sagen, nee, also das geht ja gar nicht, ne? Also entweder kannst du dir halt den teuren in deiner Umgebung leisten oder du lässt es gleich sein. Das ist ja jetzt... Das ist ja der falsche Ansatz. Ja. Aber gut, okay. Ich will nicht weiter darüber reden. Ich glaube, ich habe den Punkt ausgeführt. Ja, aber das ist mir jetzt halt wieder kürzlich untergekommen. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht ganz gut, darüber mal zu reden. Und wie gesagt, also für mich gilt halt einfach nur, okay, ist es gut gemacht? Ja, dann ist doch super. Wenn es Müll ist, ist es Müll. Wenn es eine Werbung ist, die nach Müll aussieht, da ist es auch egal, ob da richtige Personen vor der Kamera standen oder nicht. Ja? Ob da eine richtige Person das Ganze schön editiert hat am Ende oder nicht, das ist mir egal. Wenn es Müll ist, dann ist es Müll. Dann interessiert es mich nicht. So sehe ich das. Ja, vielleicht ein bisschen simpel, aber gut. Was soll's. Ja? Entweder kaufe ich es oder ich kaufe es nicht. Entweder gucke ich mir die Serie an oder ich gucke sie mir nicht an. Weißt du? So. Da ist es mir egal, wie teuer, aufwendig oder sonst was war. Guck mal, die kann auch von irgendwelchen Privatleuten für 10.000 Euro im Vorgarten produziert worden sein, weißt du? Wenn es super ist, dann ist es super. Also, nur darauf kommt es an. Kann es mich unterhalten? Holt es mich ab? Ja oder nein? So. Okay, das dazu. Ich will mich hier nicht aufregen. Let's go, Team! Wir schaffen das. Ey, den ersten Punkt haben wir. Sehr, sehr gut. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr dazu gerne was loswerden wollt, dann lasst es mich, wie gesagt, sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer wieder. Guti. Das jedenfalls dazu. So. Ich meine mal, Untertitel zum Beispiel, ne, ist ja auch so eine Sache. Okay, eigentlich wollte ich aufhören, aber eine Sache. Ne? Untertitel zum Beispiel. So, wenn ich jetzt hier zu meinen Videos Untertitel generieren will. Ich weiß, YouTube hat auch automatische Untertitel, aber seien wir mal ehrlich, die sind nicht gut. Ne? Die sind nicht gut. So, also ich habe die Wahl zwischen, also wenn ich jetzt halt das nicht selber machen dürfte mit KI-Unterstützung, ja, dann muss ich mir das Video hier im Nachhinein selber anhören und dann alles abtippen. Und nicht nur das, da muss ich ja auch noch mir die Zeitstempel halt entsprechend raussuchen, ne? Damit das alles schön synchron ist. Ja, sorry, aber die Zeit habe ich nicht, ja? Dann lasse ich mir das lieber halt selber machen, ja? Dank KI und spare halt einen Haufen Zeit. Und das Ding ist trotzdem zu, keine Ahnung, 98% akkurat. Das reicht mir. Das reicht mir. Und wenn er mal Tanky mit Y statt mit I schreibt, wen interessiert's? So. Also wirklich. Gut. Das jedenfalls dazu. So. Aber wir versuchen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen Spaß zu haben, ohne uns aufzuregen. Okay, gut. Finde ich super. Ich bin aber auch hier nicht sonderlich gut dabei. 4-6, 80 Punkte. Aber wir führen immerhin schon 2-0. Na, dann können wir wenigstens hier auch noch einen Sieg hoffentlich feiern. Habe ich eigentlich... Die letzte Schlacht, wie ging die eigentlich aus? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Das letzte, was ich gesehen habe, war ein Unentschieden oder so. 2-2. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Egal. Nicht so wichtig, nicht so wichtig. So, ihr seht, ich konzentriere mich... Also, man könnte auch annehmen, ja, dass hier alles ist, was so das Gameplay angeht, das ist alles schon im Vorfeld aufgenommen und ich quatsch nur noch rüber so.
Nein, im Grunde nur so ein Commentary, ne? Nein, keine Sorge. Ja, das alles ist hier schon so, wie es sein muss, ne? Aber ich konzentriere mich trotzdem nicht aufs Spiel. Das läuft im Grunde wie soll ich sagen, im Autopilot-Modus, ja? Okay. Na, was willst du? Gar nichts? Perfekt. Dann habe ich trotzdem für dich die Rechnung. Oh! Ja, den haben wir leider nicht mehr bekommen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Wenn die Leute keinen Schutz haben, 2000 Schaden. Und das mit einer ganz normalen Smokey? Das ist schon nicht schlecht. Und die schießt ja recht schnell. Also nach 2 Schüssen sind die weg. Gut, vielleicht haben sie noch eine Heilung oder so. Okay. Gönn ich denen. Ja, aber ansonsten, hier selbst eine... Also 1000 pro Schuss. Ist wirklich cool. Tja, ich sag noch gerade, ne? Wir führen 2:0 und dann guckt man wieder nach oben und es steht 2:2. Was ist denn hier passiert? Vielleicht müssen wir auch mal versuchen, einen Punkt zu erobern. Das geht gar nicht, was wir hier machen. Eieieiei. So. Den kriegen wir auch noch. Wir kriegen sie alle. Am Ende kriegen wir sie alle. Sag ich doch. Aber guck mal, ich habe mich jetzt hier gut hocharbeiten können. 230 Punkte. Na, so habe ich mir das vorgestellt. Und hier fällt dann noch gleich der Ball. Vielleicht können wir den uns gleich mal schnappen. Und dann mal selber einen Punkt machen. Gucken wir mal. Jawohl. Ei. Ja, ich bin nicht so weit gekommen. Mit dem Gegner habe ich nicht gerechnet. Aber es funktioniert doch alles. Ja, es funktioniert doch alles. So. Ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass wir über die ganzen Minen fahren. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, 50% hat er jetzt genommen. Hat er extra für mich bestimmt reingenommen, oder? Extra für mich. Das wird nichts mehr. Schade. Schade. Ernsthaft? Ein Schuss und ich bin weg. Habe ich mich hier disconnected vom Server. Das war zu viel des Guten. Nein. Wir versuchen es weiterhin hier, ja? Das kriegen wir schon hin. 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Das wird ein Sieg. Ich spüre das. Das wird ganz gut. Vertraut mir. Ich als Kapitän. Ja, wir kriegen das hier schon hin. Eieieiei. So. Ach Mensch. Warum kommen die denn hier alle an? Habe ich denen was getan? Oh. Okay, wir verschwinden. Der sieht uns nicht. Oh, alles klar, ich habe uns die Führung geholt. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Freunde. So muss das. 4:3. Sehr gut. Wir brauchen jeden einzelnen Punkt. Nicht schlapp machen. Ja, noch haben wir hier nicht gewonnen. Eieiei. Wo ist denn hier der Ball? Hat jemand den Ball? Oh, alle stehen hier hinten rum von uns. Niemand? Okay, einer. Einer hält die Stellung hinten bei uns in der Basis. Sehr, sehr gut. Sonst wäre das hier ziemlich schnell ein 4:4 geworden. Ja, auch eine lustige Situation. Das ganze Team ist im gegnerischen Bereich, ja, in der gegnerischen Basis aktiv. Und ein Gegner fährt dann halt nur noch ganz entspannt durch unsere leere Basis und macht hier einfach den Ausgleich. Ja, so weit kommt's noch. Nee, das wissen wir natürlich zu verhindern. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Kriegen wir hier hin. Okay, ich schnapp ihn mir einfach. Jawohl. Ja. Man könnte natürlich versuchen, wieder halt von unten zu fahren. Das hat ja ganz gut geklappt. Aber
es braucht dann natürlich auch so ein bisschen Rückendeckung. Ne? Ansonsten ist der Schaden hier einfach zu gewaltig. So viel halte ich natürlich hier mit Hornet auch nicht aus. Ich habe zwar Excelsior drin. Ja, das gibt mir natürlich ein bisschen mehr Leben. Aber so viel ist es am Ende dann doch nicht. Tesla-Schutz, das wäre noch eine Option. Aber jetzt für die letzten 3 Minuten habe ich auch eigentlich keine Lust, meine Schutzmodule zu wechseln. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin hier. Ne? Wir sind ja hier, wie gesagt, gut in Führung. Obwohl der halt wirklich mit Tesla echt am Nerven ist. Ach Mensch, jetzt sind hier die ganzen Minen. Ja, entweder verteidigen wir ein bisschen, ne, oder... Okay. Gut. Das war ziemlich langweilig. Bei dem Kampf hat mir gerade die Action gefehlt. Aber ich habe wirklich viele Punkte gemacht. 500 Punkte. Und wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit. So, wir könnten... schwierig. Ich warte mal ganz kurz nochmal hier die Heilung ab. So. Und jetzt mit vollem Leben. Oh! Du kleiner Schlingel. Da wollte er mich wegdrängen. Na, das wäre... Es hätte auch funktioniert. Hätte ich die Flagge, wollte ich gerade sagen. Hätte ich natürlich keinen Punkt mehr für uns machen können. Weil ich hätte es nicht geschafft, mich umzudrehen und dann nochmal reinzufahren. Nee. Das wäre nichts geworden. Aber gut. Das funktioniert doch. Das funktioniert doch. 1 Punkt brauchen wir noch. Und dann haben wir das hier erledigt. Sehr, sehr schön. Und das hat mir auch einen kleinen, einen kleinen Schub nach vorne gegeben. 650 Punkte habe ich gleich. Sehr, sehr schön. Und vielleicht machen wir sogar jetzt noch den letzten... Vielleicht machen wir den letzten Punkt doch nicht. Den macht ein anderer. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit meiner eigenen Statistik hier. Ich habe fast 700 Punkte am Ende gemacht. Dafür, dass der Anfang so, ja, nicht gut war, war das Ende dann umso besser. Also ich kann mich hier nicht beschweren. Das lief doch ganz gut. Wirklich. Sehr, sehr schön. Ja, bei diesen ganzen Herausforderungen hier, da habe ich auch nicht die Motivation, jetzt bis zur letzten Stufe zu spielen. Vor allem, wenn du halt eh schon die ganzen Skins hast. Das war beim letzten der Fall, ist jetzt schon der Fall. Da ist halt natürlich die Motivation nicht so da. Und für Ricochet Legacy würde ich mich jetzt auch nicht anstrengen. Gut. Ja, wunderbar. Das haben wir hier alles gemacht. Boah, viele, viele Aufgaben erledigt. Sehr, sehr schön. Ja, das ist doch wirklich toll. Aber hier, wie gesagt, bei den Teamkontrakten, da habe ich jetzt nicht viel gemacht. Da habe ich nicht viel gemacht, muss ich ehrlich sein. Hier, 0, 0, 0. Ja. Ihr könnt sehen, ich war sehr, sehr inaktiv. Klar, man könnte sich hier natürlich noch ein paar Punkte kaufen, wenn man das will. Und aber ich dachte mir so hier, oh wow, so viele Excelsior-Variationen ist ganz, ganz gut. Ne? Vielleicht kann man trotzdem ein paar Punkte machen und sich hier was dann schnappen. Was es auch immer am Ende sein wird. Vielleicht ist es auch nur Excelsior für einen Untersatz. Aber okay, dann nimmt man sich halt Excelsior für einen Untersatz. Ich könnte mir gut vorstellen, ich hätte sicherlich nichts gegen Paladin oder Hunter. Ja, wäre nicht schlecht. Dann würde ich vielleicht auch mehr Paladin spielen. Mal gucken. Gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut oder auch besser. Rinja hauen, ist ja klar.